Hallo zusammen, mein Name ist Christoph und heute verkosten wir mein Northern Brown Ale, das ich vor einigen Monaten gebraut habe. Hinter mir braut schon das übernächste Bier. Ich hoffe, man hört das Läutern nicht im Hintergrund. Auf jeden Fall habe ich das jetzt hier abgefüllt. Das ist jetzt 9 Wochen warm gereift und eine Woche stand es kalt im Kühlschrank. Das Bier ist schön klar, zumindest kam es vorhin so aus dem Fass raus. Und das Problem ist, ich habe das allerletzte Sicherheitsventil von vor 2 Jahren benutzt und da war überhaupt keine Kohlensäure in dem Fass. Also mir ist noch nie so viel schiefgegangen bei Bieren, wie seit ich diesen Kanal habe. Aber das ist jetzt Geschichte, alle Fässer und alle Ventile wurden ersetzt und in Zukunft wird das deutlich besser funktionieren. Ja, schütten wir mal ein. Wie gesagt, sehr wenig Kohlensäure. Ich habe jetzt aber für dieses Video das nicht nochmal extra nachgezuckert und 2 Wochen stehen lassen. Aus dem Grund, dass ich wahrscheinlich noch zu dem Schluss komme, dass das Brown Ale doch nach 2 oder ein bisschen mehr als 2 Monaten nicht genug gereift ist und dann nochmal ein Revisiting-Video für dieses Bier mache. Das mache ich dann aber chronologisch später und schiebe das irgendwo ein und kann dann mit dem nächsten Bier weitermachen. Das ist nämlich ein hopfenaromatisches Weizenbier und das ist, so wie ich das einschätze, richtig gut geworden und wartet auch schon im Kühlschrank auf mich, weil das nicht so lange reifen musste wie das Bier hier. Deswegen kommt das als nächstes. Es ist nicht sehr schokoladig vom Geruch, aber es sind Röstaromen und auch eine gewisse Säure. Wenn ich Pech habe, habe ich jetzt das eine Bier genommen, wo noch der Hefebodensatz mit reinging, weil das extrem trübe ist. Die anderen Flaschen waren alle klar. Das kläre ich dann beim Revisiting-Video. Das Bier hatte fast 15 Grad Plato Stammwürze und ist jetzt auf 2,1 Grad Plato runter. Das heißt, da ist ordentlich Alkohol drin und ich nehme an, das wird auch einen wärmenden Effekt haben. Probieren wir mal. Also hopfig riecht oder schmeckt man hier nichts. Das ist ja auch sehr zurückhaltend gewesen. Ich glaube, es war Farel als Aromahopfen. Der ist ja wirklich sehr mild. Und was man wirklich merkt, ist, es ist so eine sehr volle Schokoladigkeit. Also nicht das angebrannt Schokoladige, was man sonst hat. Hier ist ja ein bisschen Schokoladenmalz drin und eben deutlich Brown Malt. Deswegen habe ich beim Brauvideo so gerne echtes Brown Ale gemacht, weil eben der Name Brown Malt, also das Original ist drin von vor 200 Jahren. Ja, es ist eine sehr runde Schokoladigkeit, die ich echt toll finde. Und man merkt nur im Nachgang ein ganz klein bisschen brenzlige Schärfe. Und ich nehme an, dass die in 2 Monaten weg sein wird. Das kann ich ja dann nochmal berichten. Ja, also Geruch ist leicht hefig, ein bisschen sauer. Ganz leicht schokoladig. Eher so weniger schokoladig und mehr so neutral röstig. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Vielleicht mehr so eine Brotrinde, die gebacken wurde, statt eben Schokolade, die geröstet wurde. Sowas in der Art. Ja, also man schmeckt den Alkohol raus. Ne? Ich glaube 6,7% hatte ich errechnet. Und ja, die Farbe ist übrigens 66 EBC habe ich ausgerechnet. Sehr schön. Sehr ansprechend. Auch so, dass man auch erkennt, dass es braun ist und eben nicht schon schwarz. Also, wenn das jetzt noch klarer wäre, das Bier, und das ist es ja wahrscheinlich in anderen Flaschen, Daumen gedrückt, dann funktioniert das. Ach so, die Hefe, die ich ja benutzt habe, war die Marston-Hefe, die ich aus einer Flasche Pedigree genommen habe. Und vor kurzem gab es die wieder. Ich zeige mal die Flasche, da steht hier nicht nur Bottle Condition drauf, sondern auf der Rückseite steht noch drauf, das Bier enthält lebende Hefezellen. Und das ist ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass man die Hefe hier propagieren kann. Allerdings ist es bei englischen Brauereien oft so, dass das nicht die Original-Marston-Hefe dann ist, sondern die benutzen für die Flaschenreifung eine zweite Hefe. Und vorher wird die erste rausgefiltert. Das heißt, es kann sein, dass man hiermit halt eine Hefe benutzt, wenn man die da rauszieht, die für Flaschengärung optimiert ist. Jedenfalls habe ich das wieder angesetzt. Da hat sich jetzt noch nichts getan nach einem Tag. Also es blubbert noch nicht. Vielleicht ist die Hefe auch doch schon tot gewesen. Ja, ansonsten würde ich sagen, auf jeden Fall schon ein ordentliches Bier. Schmeckt schon sehr interessant. Und ich werde mal gucken, wie das dann in 2 Monaten nochmal aussieht. Bis dann und schaltet beim nächsten Brautag auch wieder ein, wenn es um das hopfenaromatische Weizen geht. Bis dann.